So, einräumen, organisieren, Tetris spielen und dann geht's wieder raus aufs schöne Wasser. Wie immer. Hopp. Wer von euch hat ein Aquarium zu Hause? Und diese Fische da drin. Ich kenne sie aus den Aquarien. Da habe ich sie die ersten Male gesehen. Und hier jetzt immer wieder. Und Krokodile, Kalmare. Da einer, der mich anglotzt. Hier vorne war gerade einer, von dem ich glaubte, er sei was im Wasser und es sei die Strömung, bis ich dann erkannte, oh ne, Krokodil. Da vorne auch einer. Alles voll hier. Wow. Fünf Mangos zum Frühstück. Mhm. Mhm. Und wisst ihr, besser geht immer. Besser geht immer, alles geht immer besser. Doch der Moment, ihn so anzunehmen, zu akzeptieren und zu genießen, wertzuschätzen und dafür dankbar zu sein. Darum geht's doch. Egal wie viel besser es sein könnte. Ich sitze hier auf einem Fluss, mitten im Amazonas. Hinter mir höre ich den Regen. Um mich herum Vögel und Papageien. Delfine springen und atmen. Und ich frühstücke selbst gesammelte Mangos. Und esse sie per Hand. Schmutzig. Mm. Und dank dieser Kamera kann ich das zumindest zu einem Teil mit meinen Liebsten teilen. Denn diese fehlen mir häufig. Ja. Diese Zeit besonders meine Schwester. Puh. Wow, okay. Jetzt Zeit, die Zähne zu putzen und dann starte ich meinen Tag. Da vorne, da kommt die Linkskurve.
Danach müsste die Scharf-Rechtskurve kommen. Nochmal eine Linkskurve. Und dann die Kreuzung rechts rein. Und dann bin ich auf direktem Weg zurück nach Villa Cachoeirinha. Man kühlt sich ganz schön aus, ey. Ist kalt, der Regen. Ist kalt, wenn die Sonne nicht da ist. Wäre heiß oder kalt hier am Ausgang. Wow, ich bin zurück. Wow. Und eigentlich schon fix und fox. Ja, es war eine ganz schöne Ecke. Hier ist so ein kleiner Menschenplatz, habe ich gestern schon gesehen und bewusst nicht gezeigt, echt, weil ich finde es so eine Sauerei, was Menschen machen. Guck mal. 2 Kühlschränke, Netze und da oben, wo Menschen ist, ist auch Müll, ey. Also es ist so enttäuschend. Ja, naja, die Natur wird sich schon zu helfen wissen. Und unsere Nachfahren ausrotten. Dummen Menschen, ne? Naja. Okay. Das will ich mir jedoch nicht zum Problem machen hier. Den Müll der Leute. Sondern lieber mein Problem in Angriff nehmen. Und das ist weiter mit wirklich schwacher Strömung flussabwärts. Ja, die Strömung ist echt schwach. Schwer zu paddeln, schweres Wasser. Schön, dass der Himmel so bedeckt ist, den ganzen Tag Schatten. Das ist toll. Jedoch habe ich keine Ahnung, wo die Sonne ist, obwohl da ist sie. Also wird schon irgendwie nach 11 Uhr sein. 12 Uhr. Mal gucken, wie weit ich komme. Das ist ja noch mal eine Ecke darunter. Ich gehe aber jetzt davon aus, dass der Fluss dünner und dünner wird und die Strömung somit schneller und stärker. Ja, und dann kommt da noch eine ganz besondere Ecke auf mich zu. Aber dazu dann später mehr. Da geht's lang. Ganz nah hier. Guck hier. Vorausgesetzt, das hier war denn auch ein Delfin. Einige Kurven und Kilometer weiter hat die Strömung stark zugenommen und so auch die Temperatur. Sie hat wieder fast ihre gewohnte Hitze erreicht. Wenn es auch dennoch noch schön bewölkt ist, glücklicherweise. Ich komme hier ganz gut voran und es macht auch Spaß.
So langsam aber steigt auch meine Nervosität und Aufgeregtheit. Und das nicht ungefähr wegen Villa Caipirinha und der Familie Medeiros, auf die ich mich durchaus freue. Auf einen Zwischenstopp freue ich mich. Könnte aber auch noch eine Nacht draußen verbringen. Ist schon schön hier draußen. Aber hey, ich hatte es schon angedeutet. Ich hatte es zuvor angedeutet. Ich komme jetzt in eine Gefahrenzone. Was bedeutet, ich befinde mich hier auf dem Fluss, der das Totem-Symbol Wappen trägt, der Anaconda, von denen es hier einige geben soll. Gesehen habe ich leider noch keine, außer eine Tote in vergangenen Tagen von circa 4 Metern. Ja, und in dieser Zeit, als ich diese Anaconda gesehen habe, hat man mich davor gewarnt, an einem gewissen Ort, an den ich mich leider nicht erinnere, wo genau der ist, vorbei zu paddeln, weil da der Bau einer, sie sagen, 15 Meter Anaconda ist. Eine 15 Meter Anaconda. Wirklich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie dick sie sein muss, wie lang sie sein muss, wie groß und stark sie sein muss. Doch diese befindet sich auf den Kilometern, die vor mir liegen. Irgendwo auf der rechten Seite. Ich gehe weiter mit der Strömung und das bedeutet von rechts nach links, nach rechts, nach links. Kleine Strände, immer wieder ausweichen. Da wo der Strand ist, da ist die Anaconda nicht. Ich fragte zu der Zeit, wie schützt man sich vor einer Anaconda? Sofern man denn kann, zum Strand gehen. Zum Strand kommen sie wohl nicht. Die Augen sind verletzlich. Und dann befindet sich hier an meinem Knöchel mein Anaconda-Messer, welches mir bislang vor allem diente, um Mangos aufzuschneiden, Limetten, Knoblauch zu pressen, Ingwerstücken abzuschneiden. Ein wirklich nützliches Werkzeug, dieses Anaconda-Messer. Und zweifelhaft, dass ich damit eine 15 Meter Anaconda aufschlitzen kann, wenn sie mich erst angefangen hat zu würgen. Naja, ich will aufs Beste hoffen und das wäre, ich sehe sie, ohne dabei in Gefahr zu geraten. Und im Idealfall lassen sich davon auch noch ein paar eindrucksvolle Bilder mit dieser GoPro festhalten. Das wäre schon fantastisch, oder? Meine Fresse, da wäre ich scharf drauf. Eine 15 Meter Anaconda, die soll so dick sein wie ein fetter Mann. Das muss man sich mal vorstellen. Welch ein Tier, das ist ein Dinosaurier. Ehrlich, zugegeben, einmal zuvor sah ich bereits so einen Dinosaurier hier im Amazonas. Dieses Krokodil in vergangenen Tagen. Das wirkte nicht wie aus unserer Zeit. Das wirkte wie aus Dinosaurier-Dokumentation, die ich aus meiner Kindheit und Jugend kenne. Okay. Aber gut. Ich will sehen, wir werden sehen, was passiert. Auf jeden Fall liegt eine 15 Meter Anaconda, so reden die Menschen, auf dem Weg vor mir. Was für ein herrlicher Fluss das ist. Echt. Eine angenehme Strömung und wirft ständig kurze Kurven, also kurze Kurven, dass klar sichtlich ist, wo geht's hier weiter. Ich dachte so, wenn es hier eine 15 Meter Anaconda gibt und sagen wir mal, dieser Fluss ist 150 Kilometer lang,
dann ist der geformt wie eine 150 Kilometer Anaconda. Naja, Spaß beiseite. Nee, ehrlich, ein super herrlicher Fluss. Also hier immer wieder so kleine Strände und jetzt sieht man hier ist die Kurve. Außen, puff, hier führt es jetzt lang. Und dann da hinten endet das wieder. Und am Ende dieser Ecke befindet sich wieder so ein Strand. Und diese Klippe, wow, was ist mit der Kamera los? Naja, und diese Klippen sind dann wieder an der anderen Seite. So wechselt es hin und her, hin und her, hin und her. Wenn ich aber auf dem, hui, da, habt ihr gesehen? Ein Boto war das, glaube ich. Wenn ich aber auf dem Rio Negro von Kurven spreche, die 20 und 40 Kilometer lang sind, dann ist hier so eine Kurve knapp einen Kilometer oder weniger. Also super easy zu paddeln, angenehme Strömung. Schön hier, überall Botos. Immer mal wieder Papageien, die rüberfliegen. Dschungelgeräusche, so viele verschiedene Vögel. Und dann das ganze Grün. Immer wieder neue kleine Wälder. Kleine, irgendwie sträuchige Bäume. Größere, imposante Bäume. Da hat sich ein Baum irgendwie zusammengetan mit verschiedenen. Ja, ist super schön hier. Der Rio Caixirinha. Eine weitere Sonderbarkeit hier auf diesem Rio Caixirinha, dass stets die rechten Seiten so rot gefärbt sind. Und ich verstehe eigentlich gar nicht warum. Eine gescheckte Schlange. Ja, wow. Rot. Warum? Weiß es einer von euch? Und weiter? Ich glaube, Rio Villa Caixirinha kommt da hinten gleich. Ist noch circa eine Stunde hell. Also würde ich jetzt zum Abend dort ankommen. Und dann habe ich aber hier einen Ort gesehen, der so schön ist. Es ist märchenhaft hier. Oh, hier würde ich gerne eine Nacht verbringen. Hier werde ich bleiben und dann den Rest morgen paddeln. Guckt euch das mal an hier. Das ist ja wohl ideal für meinen Hammock. Wow, was für ein toller Wald. Erinnert mich ein bisschen an einen europäischen Wald. Alter. Warum ist das so? Darum ist das so. Das ist so frei hier alles. Da habe ich mich gewundert. Aber darum ist das so. Von Menschen genutzt. Ich denke, heute Nacht nutze ich es.
der gute Lady würde ich heute gerne übernachten. Oh, was ein toller Ort hier. So komfortabel. Und warum sage ich das? Weil kann ich euch gleich hier zeigen. Seht mal. Das sind ganz übliche Pflanzen in jedem Teil des Dschungels. Sind dermaßen Dornpflanzen. Auch hier nicht ganz alle entfernt. Darum gilt es, im Auge zu behalten, wo ich hintrete. Aber hier gleich nebenan zeige ich euch mal. Und weicher Boden. Seht ihr? Hier ändert sich das Ganze. Alles voller Dorn. Sieht man die? Dornen. Ja, so sieht's aus. Schön. Da kommt mein Amerkin. Wuhu! Cool. Scheiße. Shit. Diese Isomatte im Hammock macht auch hier im Amazonas Riesensinn. Zum einen, weil es vor Mückenstichen schützt, zum anderen aber, weil es warm hält. Denn in der Nacht kühlt sie ganz schön ab und ja, wenn dann der Wind nur ein bisschen weht, wird schnell richtig kalt. Wow. Mit der Isomatte aber hält es mich warm. Ordnung ist das halbe Leben, Arbeit ist die andere Hälfte. Ist ziemlich schwer, ehrlich gesagt. Ist feucht. Verrinne und Sardinen.
Ankunftstag in Villa Caixirinha. Kuckuck. Leute, gut geschlafen, obwohl fast im Sitzen hier. Ja, ich hänge hier ganz schön stark durch. Wieder was gelernt für die Zukunft. Oh man. Die Nacht hat sich ein bisschen verhalten. Wie das Feuer, das ich gestern gemacht habe. Das Feuer ging schwer an. Und so war es ziemlich schwierig einzuschlafen. Doch als es dann gebrannt hat, hat es gut gebrannt. Drum, als ich dann geschlafen habe, habe ich gut geschlafen. Ah, Jutti. Zeit zum Aufstehen. Wir alle kennen Märchen. In jedem Märchen gibt es einen Bösewicht. Irgendwas, das es zu befürchten gibt, zu beachten gibt. Eine Gefahr, vor der man sich lieber vorsieht. Und in dem Gebiet, in dem ich hier bin, könnte das wohl die Anaconda sein. Darum will ich lieber mein Anaconda-Messer an mein Bein befestigen, bevor ich in diesen verwunschenen Märchenwald reinfahre. Rein paddel.